Wenn du Japanisch lernen willst, dann bekommst du von links und rechts alle möglichen Vorschläge um die Ohren gefeuert, wie das am besten funktioniert, wie du Vokabelkarten anlegen solltest, wie du das am besten mit Tondateien und mit Bildern machst. Und du sitzt eigentlich bloß noch die ganze Zeit da und denkst dir, ja schön, aber wenn ich das jetzt alles in die Tat umsetzen will, dann bin ich doch bloß noch damit beschäftigt, Vokabelkarten zu erstellen und komme überhaupt nicht mehr zum Lernen. Aber ich habe jetzt die Lösung gefunden, nämlich eine App, die dir all diese Aufgaben komplett automatisiert abnimmt. Und diese Lösung hört auf einen einfachen Namen: Jido Chisho, was übersetzt so viel bedeutet wie automatisches Wörterbuch. Deswegen will ich dir hier jetzt erklären, wie du dein Smartphone zu dem geilsten Japanisch-Tool überhaupt machst. Allen voran, ich gehe davon aus, dass man als Japanischlerner nicht um Android drum herum kommt. Und die App, die ich dir hier vorstellen werde, ist einer der Gründe dafür. Die gibt es nämlich nicht für iOS. Deswegen empfehle ich jedem Apple-Nutzer, sich zum Lernen einfach noch ein günstiges Android-Smartphone zu kaufen. Die gibt es schon relativ günstig bei Amazon. Ein Pixel 4 kostet dort weniger als 200 Euro. Und wenn du mich unterstützen willst, dann kannst du das direkt über den Link unten in der Videobeschreibung kaufen. Prinzipiell brauchst du 3 verschiedene Apps auf deinem Smartphone. Die erste ist Google Lens. Die ist ein wahrer Segen für Japanischlerner, weil du damit japanische Schriftzeichen in Bildern erkennen und kopieren kannst. Die zweite App ist Anki, die kann dir virtuelle Karteikarten erstellen. Und die dritte ist Jido Chisho, die ich dir hier jetzt genau vorstellen werde. Links zu all diesen Apps findest du ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Gut, du hast Jido Chisho heruntergeladen und installiert, jetzt startest du es und siehst erstmal überhaupt nichts. Du musst die App jetzt erstmal einrichten. Allen voran brauchst du Wörterbücher, auf die sie im Endeffekt zugreifen wird. Dabei werden letzten Endes 3 verschiedene Formate unterstützt: Yomi-chan, Migaku und Ebilinguo. Wo genau du die herbekommst, das findest du am besten in der Beschreibung von Jido Chisho direkt auf GitHub heraus. Anfängern empfehle ich hierbei mindestens ein mehrsprachiges Wörterbuch wie zum Beispiel Wadoku für Japanisch-Deutsch oder JMDict für Japanisch-Englisch zu installieren. Zusätzlich dazu solltest du aber auch einige einsprachige installieren. Dabei empfehle ich wegen ihren besonders einfachen Erklärungen Digital Daijisen und Obunja Kokugo Jiten. Zusätzlich dazu sollst du außerdem noch ein Akzentwörterbuch herunterladen und hier finde ich Accento Jiten ganz nützlich. Wieso sollst du jetzt direkt mehrere Wörterbücher nehmen? Nun, ganz einfach. Jido Chisho zeigt dir bei einer Suche nach einem japanischen Wort sämtliche Einträge aus allen zuvor importierten Wörterbüchern an. Und der Gedanke ist jetzt, dass du zunächst versuchst, die Bedeutung mit Hilfe der einsprachigen Erklärung herauszufinden, und erst wenn das nicht klappt oder du noch eine Bestätigung suchst, guckst du nach, was dieses Wort laut Wadoku oder JMDict bedeutet. Das ermöglichte nämlich einen nahtlosen Übergang von mehrsprachigen zu einsprachigen Wörterbüchern. Ich würde dir wirklich empfehlen, auf letztere zu setzen, weil deren Worterklärungen meist viel exakter sind als alles, was du in Wadoku oder JMDict finden kannst. Weil mehrsprachige Wörterbücher, die geben dir dann häufig eine Liste von 10, 20 verschiedenen möglichen Übersetzungen, können aber nie so genau sagen, wann nun welche zum Einsatz kommt. Und im Folgenden erkläre ich dir jetzt ganz genau, wie du Wörterbücher bei Jido Chisho hinzufügst. Wenn du die App gestartet hast, gehst du als allererstes unten in das Dictionary-Menü. Bist du hier, klickst du oben rechts auf die 3 Punkte und dann auf Manage Dictionaries. Hier siehst du erstmal eine komplett leere Liste, und wenn du zuvor die Wörterbücher über den Link aus der Beschreibung von Jido Chisho heruntergeladen hast, wählst du erstmal als Importformat Yomi-chan Dictionary an und klickst dann auf Import. Danach öffnet sich dein Dateibrowser und du wählst einfach direkt die ZIP-Datei aus, die du zuvor heruntergeladen hast. Danach dauert das ein klein wenig, aber letzten Endes ist das Wörterbuch dann in Jido Chisho verfügbar. Das besonders Praktische ist, wenn du mehrere Wörterbücher drin hast, dann kannst du die zudem in dem Menü Manage Dictionaries verschieben. Die Wörterbücher, die du ganz oben hinsetzt, werden dir immer als erstes angezeigt. Meine Empfehlung ist es hier, dass du die einsprachigen ganz oben hinnimmst und die mehrsprachigen als allerletztes nutzt. Bei dem Wörterbuch musst du aber beachten, dass die Suche immer bloß mit dem japanischen Begriff funktioniert. Du kannst also nicht nach einem deutschen Wort suchen und dann eine mögliche japanische Übersetzung erhalten.
Und jetzt habe ich dir auch versprochen, dass diese App richtig gute Vokabelkarten anlegt. Deswegen will ich dir erklären, wie genau du das machst. Als Beispiel suche ich jetzt mal irgendein Wort in dem Wörterbuch, ein ganz simples, und dann bekommst du schon die ganzen Einträge angezeigt. Und wenn du jetzt sagst, okay, hier zum Beispiel bei Digital Digezen, da gefällt mir die Erklärung besonders gut, die kann ich gut verstehen, dann klickst du auf die 3 Punkte neben dem Digital Digezen und öffnest dann den Card Creator. Der braucht jetzt kurz, weil der eine Reihe von Bildern sucht, die du benutzen kannst. Hier zum Beispiel hat er jetzt direkt ein Bild von Elastoia gefunden, was 2 Personen dabei zeigt, wie sie gerade ein Buch lesen. Und da finde ich, das ist sehr beschreibend, also kann ich das direkt nehmen. Hier muss ich nichts weiter verändern. Wenn du hier oben in der Bildauswahl kein passendes findest, ist das überhaupt kein Problem. Du kannst nämlich auch ganz einfach mit deiner Handykamera selbst eins machen und das hier einfügen. Dafür klickst du einfach hier bei dem Feld Image auf den Kamerabutton, machst ein Foto und zack, ist das ganz automatisch drin. Und wenn du wissen willst, wo dieses coole Buch herbekommst, was ich hier gerade lese, guck einfach mal unten in die Videobeschreibung. So kannst du auch, wenn du irgendwie einen Netflix-Film oder eine Serie ansehen solltest, ganz fix ein Bild von dem Kontext in der Show machen und direkt in deine Karte reinbringen. Bei Sentence könntest du jetzt einen Beispielsatz eintragen, der dann angezeigt wird, wenn die Karte drankommt. Aber da wir jetzt einfach bloß so ein Wort gesucht haben, nehme ich hier jetzt keinen rein. Der Rest, Term, ist bereits eingetragen. Reading, die reine Hiragana-Schreibweise, steht ebenfalls bereits drin. Dann hast du hier Meaning, der komplette Eintrag kommt auf die Karte. Schließlich noch Notes, Image, Term Audio, Sentence Audio, muss uns jetzt alles nicht interessieren. Danach klickst du einfach unten auf Create Card und jetzt importiert dir Jido Jisho diese Karte automatisch in Anki. Hier habe ich jetzt ein neues Deck, wo ich die Karte rein importiert habe. Dort ist jetzt bloß die eine drin, aber hier kannst du mal sehen, wie die Karten letztendlich aussehen. Auf der einen Seite hast du die Vokabel ganz alleine stehen und wenn du dann sagst, okay, wusste ich nicht, wie auch immer, kommst du auf die Rückseite und jetzt kommt die Magie. Hier hast du jetzt nämlich als allererstes das Bild angezeigt, danach würde der Beispielsatz kommen und schließlich die Erklärung. Und ganz toll noch, du hast jetzt hier unter dem Bild noch so einen kleinen Abspielpfeil. Wenn du auf den draufklickst, liest dir jemand das Wort vor. Und das ist besonders nützlich, weil du so während dem Durchgehen der Vokabelkarten die Aussprache üben kannst, indem du anhand dieser Beispielaussprache einfach versuchst, das Wort so exakt wie möglich nachzusprechen. Und wenn du zuvor das Akzentwörterbuch importiert hast, siehst du außerdem noch den Pitch-Akzent angezeigt, nach dem du dich ebenfalls orientieren kannst. So viel zu den Grundlagen, jetzt geht es zur eigentlichen Anwendung. Stell dir vor, du hast gerade irgendein Spiel oder ein Buch oder sonst was vor dir und du triffst dort auf ein Wort, das mit Kanji geschrieben ist und du hast überhaupt keine Ahnung, wie du das jetzt nachschlagen würdest. Jetzt kommt Google Lens zum Einsatz. Aber um die Bedienung so bequem wie möglich zu gestalten, machst du Folgendes. Du öffnest zuerst auf deinem Smartphone Google Lens und dann hinterher machst du Jido Jisho auf. Nun, jetzt willst du aber natürlich beide Apps gleichzeitig nutzen und das kannst du machen. Du klickst einfach auf das Viereck hier unten und dann öffnet sich nämlich deine App-Übersicht. Ich würde dir jetzt empfehlen, dass du als erstes hier oben auf das Icon von Jido Jisho klickst und dann Split Screen auswählst und jetzt klickst du auf Google Lens und wie du siehst, beide Apps sind zur gleichen Zeit offen. Und mit diesem kleinen Balken in der Mitte kannst du noch die Größe der 2 Fenster öffnen. Achte darauf, dass du ihn nicht zu weit nach oben oder unten verschiebst, weil dann schließt er eine der beiden Apps und du musst den Splitscreen erst wieder neu einrichten. Nun, wie machst du jetzt weiter? In Google Lens hast du 3 verschiedene Menüs. Hier gehst du auf das Übersetzungsmenü. Jetzt kommt aber Trick 17, weil anstatt dem zu sagen, dass der hier irgendwie von Japanisch nach Deutsch oder Englisch übersetzen soll, sagst du ihm, dass er von Japanisch zu Japanisch übersetzen soll. Das ist nämlich die ganze Besonderheit an der Sache, weil wenn du sonst irgendwie jetzt einen Text fotografierst, würde dir Google Lens den sofort übersetzen und dabei einige Anpassungen vornehmen. Zudem müssen automatische Übersetzen nicht immer korrekt sein. Was du aber willst, wenn du auf diese Art und Weise Japanisch lernst, ist einzelne Worte und ihre Bedeutung nachschlagen zu können. So, und um dir die Anwendung von dem Ganzen zu zeigen, habe ich hier schon mal was vorbereitet. Ich habe hier nämlich ein japanisches Spiel am Laufen und jetzt sage ich mir vielleicht, oh gut, diese 2 Kanji kenne ich jetzt nicht. Also nehme ich das Handy mit Google Lens,
halte drauf, klicke auf den Auslöser und der ganze Spaß ist markiert. Jetzt klicke ich hier einfach nur noch drauf. Okay, jetzt passiert erstmal nichts, das liegt an dem Splitscreen. Du musst jetzt, damit du das kopieren kannst, dein Google Lens Fenster ein bisschen größer ziehen. Dann siehst du auch wieder dein ganzes Menü dort unten, wo du kopieren kannst. Klicke auf Kopieren. Jetzt gehe ich oben in Jidojijo rein, in die Suchleiste, halte lange gedrückt, klicke dann Einfügen und schon sucht er mir das Wort heraus. Damit die Suche in Jidojijo jetzt einfacher ist, kann ich natürlich wieder das Jidojijo-Fenster größer ziehen. Und jetzt sehe ich hier ganz oben, das Wort heißt zum Beispiel Shohin und jetzt habe ich hier direkt die erste Erklärung aus dem Digital Daijisen. Jetzt sage ich mir aber vielleicht, gut, okay, kann ich nie so ganz genau lesen, was heißt denn das jetzt? Dann scrolle ich einfach im Notfall runter, wenn ich es nicht verstanden habe und sehe dann hier in Wadoku die Ware, der Verkaufsartikel. So, jetzt will ich hier eine Karte anlegen und dann gehe ich genau so vor, wie ich dir das vorhin erst erklärt habe. Jetzt auch noch eine Besonderheit bei dem Kartenanlegen. Vielleicht spielst du gerade ein Spiel oder guckst eine Serie, wo du Ton dazu hast. Dann kannst du Folgendes machen. Du kannst nämlich bei Sentence Audio noch auf das Mikrofon klicken und dann kannst du direkt auf Record klicken und einfach nochmal den Satz, in dem das Wort vorkommt, abspielen und dabei den Ton aufnehmen. Dann klickst du auf Save, legst die Karte an, fertig. Wenn du jetzt die Karte aufrufst, dann hast du nicht nur die Aussprache des Wortes drin, sondern auch noch direkt den Satz, den du gerade selbst aufgenommen hast. Das war aber noch nicht alles. Jidojijo hat nämlich auch einen eingebauten Reader und wenn du den verwendest, kannst du Folgendes machen. Du kannst hier oben, wenn du auf dieses kleine Symbol unter dem Jidojijo-Icon klickst, die Funktionsweise verändern. Du kannst ihn zum Beispiel als E-Book-Reader nutzen, du kannst ihn aber auch nutzen, um einfach Text direkt aus deiner Zwischenablage rein zu kopieren. Aber was ich dir jetzt erstmal zeigen will, ist, wie du ihn als Browser verwendest. Du kannst nämlich sagen, dass du hier mit einem Klick auf das Symbol oben rechts auf eine Seite gehen willst. Ich gehe jetzt zum Beispiel einfach mal auf Famitsu.com, ein japanisches Videospielmagazin. Jetzt öffnet er dir die Seite und du denkst jetzt vielleicht, ja, das sieht ja nach nichts Besonderem aus, ganz normaler Browser. Aber du kannst jetzt hier einfach irgendein japanisches Wort anklicken und schon bekommst du ein Pop-up mit den dazugehörigen Wörterbucheinträgen, wo du erneut durchscrollen kannst und du kennst das Spiel bereits. Wenn du jetzt eine Vokabelkarte dazu anlegen willst, wieder auf die 3 Punkte klicken, in den Card Creator rein. Und diese ganze Geschichte funktioniert wie gesagt nicht nur mit dem Browser, sondern auch mit anderen Medien wie zum Beispiel E-Books, Liedtesten oder sogar Manga, solange die im Mokulo-Format vorliegen. Noch nicht genug, die App kann noch mehr und das ist der Grund, warum die mich wirklich komplett weggeblasen hat. Weil, jetzt sagst du dir vielleicht, ja, ich will gerne mit YouTube lernen. Geht ebenfalls mit Jidojijo. Dafür machst du einfach Folgendes, du gehst diesmal ganz unten im Menü auf den Player, wählst dann hier wieder bei dem Symbol YouTube aus, funktioniert aber auch mit lokalen Videos oder mit Netzwerkstreams und jetzt suchst du irgendein japanisches YouTube-Video. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel mal eins von Konitsugami, ganz einfach deswegen, weil mich dieses Spiel interessiert und ich darauf warte. Gut, bei der Suche siehst du jetzt erstmal, dass die überall bloß automatische Untertitel haben. Ist nicht ganz ideal. Im Bestfall suchst du immer Videos, die manuell erstellte haben. Die werden dann entsprechend grün angezeigt. Und jetzt gucke ich mir hier das Video an. Und wenn ich jetzt sage, hier ist ein Wort, das kenne ich noch nicht, das will ich nachschlagen, dann pausiere ich jetzt hier den Player und jetzt kann ich Folgendes machen. Ich kann das Wort nämlich ganz einfach im Untertitel selbst anwählen, dann bekomme ich hier wieder dieses große Pop-up und das weitere Spiel kennst du schon, weil das ist wie immer, du kannst die 3 Punkte neben so einem Eintrag anklicken, dann klickst du auf den Card Creator. Und jetzt macht er Folgendes, jetzt siehst du nämlich, dass er dir automatisch Term, Reading und so weiter alles eingetragen hat und du hast hier drüben jetzt auch 2 Sounddateien, die er sich rausgegriffen hat. Einmal die vom Wort selbst und einmal den Teil aus dem Video, wo der Satz gesagt wird. Und vielleicht hast du es hier schon auf dem Bild gesehen, aber das Bild aus dem Video fügt er ebenfalls direkt automatisch ein. Der Rest ist dann wieder Standard, du klickst auf Create Card. Jetzt hast du die Karte in Anki drin in deinem Deck und in Anki sieht der ganze Spaß jetzt folgendermaßen aus.
wenn du auf die Rückseite der jeweiligen Vokabel gehst, hast du ja nicht bloß wie immer die Beschreibung, dein Bild und eine Aussprache von dem Wort selbst, sondern du hast noch einen zweiten Play-Button und wenn du den drückst, dann kannst du ja nochmal den gesamten Satz, wie er im Video selbst aufgetreten ist, anhören. Und das alles ist der Grund, warum ich die App so genial finde. Weil du kannst damit jetzt nicht bloß so ganz trocken Vokabeln lernen, du lernst die direkt im Kontext, du erstellst dir Karten, die selbst nochmal so eine kleine Art von Immersion sind und zusätzlich dazu bekommst du diese ganzen Empfehlungen wie Bilder und Ton und so weiter automatisch mit rein, was es wesentlich einfacher macht, so Dinge wie Aussprache und ähnliches noch zu üben. Und das sind ehrlich gesagt bloß die Grundfunktionen von Jido Jisoo. Wenn du dich ein bisschen tiefergehend mit der App beschäftigst, dann siehst du, dass die noch wesentlich mehr kann. Zudem kannst du zum Beispiel anfangen, deine Anki-Karten noch im Detail anzupassen. Zum Beispiel sagst du dir vielleicht, ja, ich will jetzt explizit das Hören üben, dann kannst du dir so Vokabelkarten erstellen, wo auf der einen Seite bloß das gesprochene Wort und vielleicht noch der Satz dazu angezeigt wird und du darauf basierend zur Bedeutung kommen musst. Sehr nützlich. Außerdem geht es noch weiter, wenn du jetzt technisch ein bisschen versierter bist, dann kannst du ein System einrichten, wo du zum Beispiel irgendein japanisches Spiel spielst und der PC tut dann pausenlos den Text scannen und an Jido Jisoo senden, wo du den dann ganz einfach mit einzelnen Klicks nachschlagen kannst. Wenn du ganz kreativ bist, kannst du die App auch verwenden, um Hörbücher anzusehen und mit dem dazugehörigen Text zu synchronisieren, was dann das Nachschlagen von Wörtern in Hörbüchern vereinfacht. Du siehst also, es lohnt sich wirklich extrem, sich ein bisschen mit dieser App zu beschäftigen. Und wenn du noch mehr Tipps zum Japanisch lernen brauchst, dann guck allen voran unten in die Videobeschreibung, weil ich biete nicht nur einen kostenlosen Kurs auf meiner Webseite an. Wenn dir mein ganzes Projekt gefällt, kannst du diesen Kurs auch bei Udemy kaufen oder in Buchform bei Amazon. Und wenn du jetzt direkt mit dem Japanisch lernen weitermachen willst, dann klicke hier links auf die Playliste. Die führt nämlich zu meinem kompletten Japanisch Lernguide, den du einfach von oben bis unten durchgehen kannst. Und hier sage ich damit wie immer, ciao und bis zum nächsten Mal.